Thailand ist im Schock und in tiefster Trauer. Ja, wie ihr aus dem deutschen Fernsehen schon gesehen habt, RTL, NTV, ist gestern ein Amoksläufer hier in eine Tagesstätte eingedrungen, wo Kleinkinder waren, und hat insgesamt auf seinem Amoklauf 37 Menschen getötet, darunter 24 Kinder. Thailand ist im Schock und in tiefster Trauer. Auf diese Geschehnisse möchte ich nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ihr habt ja ausführlich, habe ich gesehen, eine Berichterstattung gehabt im deutschen Fernseher. Ja, gestern berichtete mein YouTube-Kollege Olaf, der hat den Kanal Mein Leben in Thailand, dass der künstliche Damm dort gebrochen ist und innerhalb von einer halben Stunde war alles überflutet. Ich kann mal hier seinen Kanal verlinken. Er wollte jetzt darüber einen Bericht erstatten, wie es jetzt da direkt vor Ort zugeht. Die Leute versuchen natürlich jetzt alles in Sicherheit zu bringen, was nicht schon innerhalb von einer halben Stunde abgesoffen ist. Es ist also sehr schlimm. Bangkok steht auch natürlich unter Wasser, weil die Wassermassen, die kommen ja vom Norden her und die müssen ja irgendwo weggehen. Und das geht ja alles hier in den Ozean, und da ist natürlich auch Bangkok betroffen. Ich weiß jetzt nicht, was mit meinen Freunden in Rayong ist, ob es da auch so schlimm ist. Also es ist sehr schlimm im Norden von Thailand. Alles ist überschwemmt, kann man eigentlich sagen. Ja, jetzt zum Wetter hier auf Koh Samui. Nach meinem letzten Wetterbericht am Mittwoch war ja tolles Wetter, aber nur noch eine Stunde lang. Anschließend hat es ja auch geregnet. Das war also der Mittwoch ist verregnet gewesen, der Donnerstag ist verregnet gewesen. Und man kann davon ausgehen, abends regnet es immer. Es hat jetzt aufgehört. Ihr seht ja im Hintergrund. Ja, jetzt langsam kommt Koh Phangan raus. Gucken wir uns jetzt mal hier das Wetter an. Heute Morgen haben wir hier 26,8 Grad Celsius und 82% Luftfeuchtigkeit. Also da hängt viel Wasser in der Luft. Von der Fernsicht geht es. Ach, da hinten ist auch die Ratcha-Fähre, die qualmt mal wieder kräftig. Aber den Marienpark, den können wir nicht sehen. Da hinten ist ein Schlepper unterwegs, aber Koh Phangan kann man gut sehen. Wie ich heute Morgen aufgestanden bin, 6:30, da sahen wir noch gar nichts. Also die Wolkendecke geht jetzt hoch und verzieht sich. Der Berg ist jetzt auch frei. Könnte also wirklich sein, dass es sich heute ein bisschen auflöst und mal nicht regnet. Den Marienpark sieht man gar nicht da hinten. Er ist in den Wolken eingehüllt. Sieht also schlecht aus. Wir haben heute den 7.10., Freitag, und wie ihr schon hier sehen könnt, sieht das gar nicht gut aus. Hier unten drunter liegt also Koh Samui. Jetzt gucken wir mal stündlich, wie es jetzt heute bzw. morgen werden soll. Wir haben heute 7 Uhr heute Morgen und wir gehen jetzt nach 10 Uhr. Regen, Regen, nichts als Regen. Heute am Abend wird es ein bisschen weniger. Um 20 Uhr könnte es sein, dass es dann aufhört. Und morgen früh, da ist erstmal kein Regen. Also morgen früh sollte schönes Wetter sein. Aber dann fängt es um 10 Uhr wieder an, sich zu verdunkeln, und es regnet weiter. So, und jetzt schauen wir mal, was in Gesamt-Thailand alles so passiert. Dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Wie ich schon gesagt habe, im Norden, wir haben heute den 7., wie die Großwetterlage ist, also hier oben in dem Bereich, da geht es richtig zur Sache. Schauen wir uns mal an, wie es da heute ist. Also hiernach gehen ja auch Regenfälle drüber, vereinzelt in den Regionen. Aber hier sieht es am schlimmsten aus, bei uns hier unten. Aber wir sind auf einer Insel und bei uns kann ja das Wasser direkt abfließen. Hier unten ist Samui. Ja, hier auf Samui habe ich also nichts von Überschwemmungen gehört oder gesehen. Wenn man hier jetzt die neue Kreisstraße
fährt. Das haben die also ganz gut hingekriegt dass das Wasser weg ist. Früher, diejenigen, die hier gewesen sind, die wissen ja, Bobhut, da war die 1 Kilometer alles unter Wasser, 30 Zentimeter ist also jetzt nicht mehr. Das Wasser kann also jetzt ohne weiteres wegfließen. Was natürlich in den Nebenstraßen jetzt in einzelnen Senken ist, kann ich also jetzt nicht beurteilen. Da müsste ich ja alle Straßen nachfahren. Ich habe nur vor einiger Zeit bin ich mal, wo war das? Ach, zur Lamborghini Villa gefahren, das war das Oktoberfest. Da bin ich also durch 30, 40 Zentimeter hohem Wasser musste ich da durchfahren. Haben wir auch in den Nebenstraßen, aber ansonsten ist hier unten bei uns auf Samui nichts Dramatisches. Laut Wetterbericht stehen hier in Thailand jetzt 14 Provinzen unter Wasser. Wollen wir mal gucken, was die nächsten Tage bringt. Ist eigentlich normal, man sagt ja, es ist Regenzeit, aber dass so viel Regen über das ganze Land runterkommt, kann ich mich gar nicht so dran erinnern. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Stromkosten. Beim letzten Bericht habe ich einen Rechenfehler begangen. Ein Zuschauer hat mich da diesbezüglich berichtigt. Also meine Zuschauer passen auch auf. Und zwar ging es da um den Betrag 3000 Watt, habe ich ja an Stromkosten gehabt und habe dann, glaube ich, 112 Euro da eingetragen. Im Endeffekt sind das knapp 81 Euro gewesen. Ich weiß nicht, habe ich wohl was hier in der Überrechnungs-App was Falsches eingegeben. Also, aber der Betrag besteht weiterhin. Also normalerweise habe ich so, wenn ich alleine war, immer so 1800. Mit Klimaanlage in der Nacht, normaler Betrieb, also sprich Großbildschirm und Computer ist an und der braucht auch einiges an Strom. Dann habe ich noch den Überwachungsmonitor oben an für die Kameras. Ist dann langsam auf 2200 angestiegen und jetzt war auf einmal 3000. Ich habe wahrscheinlich auch die Ursache gefunden und zwar habe ich hier unten Sensoren für die Beleuchtung, die also angehen, wenn irgendetwas sich bewegt. Und der scheint wohl kaputt zu sein. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich abends so 2, 3 Uhr zur Toilette gehe, war immer das Licht an, dass diese oder die Beleuchtung die ganze Nacht angewiesen ist. Und das sind ja auch einige Watt, es sind zwar LED-Beleuchtungskörper drin, aber die brauchen ja auch Strom. Und da werde ich jetzt mal dieser Tage den Sensor austauschen. Dann kam natürlich die Frage, was kostet denn hier die Kilowattstunde? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe 2991 Watt bezahlt bei 623 Kilowattstunde, dann habe ich also einen Kilowattpreis von 4,8 Watt. Eine Preiserhöhung ist ab dem 1. Oktober um 18%. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Hier mit der Außenbeleuchtung muss ich mal versuchen, dass ich jetzt weiterhin mit Solarpanels ausbaue. Ich habe schon welche hier, dann ist natürlich der Strom schon mal kostenlos. Ja, gestern hatten wir unseren Stammtisch wieder. Es waren rund 15 Leute da und ich bin immer angenehm überrascht, wie freudig die sind über meine Filme. Da ist jetzt kein Eigenlob von meiner Seite, ich bin selber sehr überrascht. Jetzt wird das wahrscheinlich auch noch im Winterbereich noch mehr ansteigen, da viele Menschen eben halt nicht mehr das nötige Geld haben, in Thailand Urlaub zu buchen, zumal die Preise ja explodiert sind. Ich habe da eben von meinem Freund Oliver gehört, das Dreifache von den Hotelpreisen kann sein. Also ich weiß nicht, die Thais haben also eine ganz komische Philosophie. Wenn sie Verluste haben, machen sie 3- und 4-fache den Preis drauf und denken, die Touristen können das bezahlen. Viele fragen mich auch, wann kommen die denn jetzt endlich? Und wenn ich denen erkläre, in Europa hat man erstmal andere Probleme, sprich mit dem Krieg und den höheren Energiekosten, dann gucken die einem an und die können gar nicht glauben, dass jetzt wirklich nicht mehr so viele kommen. Also ich schätze, was vor der Pandemie ist, da werden wir bestimmt noch 5 Jahre brauchen hier in Thailand, dass das wieder in etwa in dem Rhythmus hier an Touristen ist, die reinkommen. Ja, ich hatte ja letztes Mal versprochen, dass der Ralf sich auch meldet. Der hatte, also gestern war der so freundlich und hatte hier seine Videoaufnahme gemacht mit den neuesten. Und hier kommt Ralf.
Hallo Leute, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, gibt es zum 1. Oktober wesentliche Neuerungen zur Einreise nach Thailand. Eine der wichtigsten Neuerungen und für alle mit Sicherheit eine sehr große Freude ist, dass es keinerlei Maßnahmen mehr zu Corona in Thailand gibt. Das heißt, ihr reist ganz normal ein wie vor Corona. Das heißt, mit dem Reisepass einchecken, in Bangkok mit dem Reisepass zur Immigration und das war's. Keine Tests mehr, keine Zertifikate, kein Impfbuch, nichts mehr. Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass ab dem 1. Oktober es jetzt 45 Tage gibt, wenn man ohne Visum einreist. Ja, also früher waren es ja 30 Tage, jetzt sind es 45 Tage. Ja, bedeutet, ja, wenn ihr nach dem 1. Oktober hier reinkommt, 45 Tage, erst dann braucht ihr eine Verlängerung. So, jetzt ist die Frage natürlich, macht es dann noch Sinn, ein Touristenvisum zu machen? Das Touristenvisum gilt 60 Tage. Also aus meiner Sicht ist es so, wenn ihr jetzt zum Beispiel 45 Tage oder ein bisschen länger nach Thailand wollt, braucht ihr eigentlich kein Touristenvisum beantragen. Ihr kommt mit den 45 Tagen hier rein. Wenn das nicht reicht, geht ihr hier vor Ort zur Immigration und ihr bekommt 30 Tage länger. Momentan höre ich von vielen meiner Kunden, dass die Flugpreise enorm nach oben gegangen sind. Leider ist das wirklich so. Die Flugpreise sind nicht mehr vergleichbar mit den Flugpreisen wie früher. Also wenn man früher vielleicht für 900 € nach Koh Samui gekommen ist, ist das nicht möglich. Also man muss mindestens, sage ich mal, 1100 € und mehr bezahlen. Aktuell zum Beispiel Weihnachten, Neujahr sind Stand jetzt die Preise bei über 2000 €, wenn man einen Direktflug zum Beispiel mit Thai Airways oder Lufthansa bucht. So, es heißt, wenn man jetzt fliegen will, ganz genau schauen. Man muss flexibel sein. Das heißt, ihr müsst gucken, ja, wenn es geht, einen Tag vorher, 2 Tage vorher, einen Tag nachher, 2 Tage nachher. Man muss mit dem Datum spielen und dann gibt es auch dann ab und zu Flüge, die auch noch bezahlbar sind. Ich habe zu diesem Thema jetzt auch das aufgegriffen und ich biete Folgendes an. Wenn Leute bei mir ein Hotel mitbuchen, dann können sie die Flüge günstiger bekommen. Weil Reisebüros bekommen einen sogenannten Veranstaltertarif. Veranstaltertarif heißt, man bucht den Flug und die Unterkunft zusammen und als Kombination ist das günstiger, als wenn man separat bucht. Ja, also wer da Interesse hat, einfach mich kontaktieren, da mache ich ein Komplettangebot. Man spart bei den Flügen bis zu 500 €, ja, weil man das Hotel dazu bucht. Ja, ihr könnt das relativ einfach auch machen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wir hatten doch mal, der Florenz und ich, so eine Maske gemacht, wo man jetzt zum Beispiel angeben konnte, was man alles gerne machen möchte in seinem nächsten Urlaub. Wenn ihr die Maske zum Beispiel benutzt, ja, dann könnt ihr dort zum Beispiel sagen, ich möchte den Flug mit der Unterkunft zusammen buchen. Und dann mache ich ein entsprechendes Komplettangebot. Hier oben könnt ihr dann die Verlinkung vom Florenz sehen. So, es gibt hier was ganz Neues. Und zwar gibt es eine Fähre, die von der Westseite zur Ostseite des Golfs fährt und umgekehrt von der Ostseite zur Westseite. Ja, also ganz genau heißt die Fähre Seahorse und die fährt von Sattahip nach Koh Samui. Sattahip, für diejenigen, die das nicht kennen, ist ein bisschen südlich von Pattaya, also zwischen Pattaya und Rayong. Ja, und umgekehrt natürlich auch von Koh Samui nach Sattahip. Diese Fähre, die fährt über Nacht. Das heißt, man kann zum Beispiel 19:30 Uhr Sattahip oder Koh Samui einsteigen und ist morgens um 7:30 Uhr auf der anderen Seite. Fähre heißt, man kann auch mit dem Auto auf diese Fähre, hat natürlich einen wunderbaren Vorteil, man spart sich den großen, langen Weg um Bangkok drumherum. Normalerweise fährt man bis Sattahip so 1300 Kilometer und diese 1300 Kilometer, die spart man sich, wenn man auf die Fähre geht. Gut, die Fähre ist den ganzen Tag, die ganze Nacht unterwegs, ist natürlich nur was für Leute, die auch seefest sind. Ja, für Leute, die seekrank sind, naja, müssen wir mal schauen. Ne? Bei dieser Fähre ist es so, man kann jetzt unterschiedlich
buchen. Man kann vom normalen Sitzplatz bis zur Suite die buchen. Das bedeutet, man kann auch zum Beispiel diese Nacht, wo man unterwegs ist, ganz normal in einem Zimmer mit einem Bett, Dusche und Toilette verbringen. Also wie in einem Hotel. Ja? Und da gibt es auch dann Zimmer für 2 Personen oder sogar für eine Familie bis zu 4 Personen. Preise sind auch human. Ich habe mal Folgendes kalkuliert. Wenn ich von hier nach Utapao, Pattaya, fliege, hin und zurück, zahle ich genauso viel, wie wenn ich mit diesem Boot fahre. Aber ich habe mein Auto nicht dabei. So, wer jetzt diese Fähre buchen möchte, der kann die auch gerne bei mir buchen. Ja? Also einfach dann sagen, wann ihr gerne das machen möchtet. Ob mit Auto, ohne Auto. Ja? Und dann kann ich das für euch einbuchen. Ja, also ihr müsst mir immer sagen, ja, ob ihr mit Auto und wie viele Personen zum Beispiel noch zusätzlich zum Auto unterwegs sind. Ja? Es gibt zum Beispiel auch dort Kombinationsmöglichkeiten, urlaubsmäßig. Man kann jetzt wunderbar zum Beispiel Urlaub machen in Koh Samui und anschließend in Koh Chang oder in Pattaya und in Koh Samui. Ja, das heißt also, man kann jetzt wunderbar Ost- und Westküste in einem Urlaubspaket miteinander verknüpfen. Falls noch Fragen sind zu diesem Thema Seahorse, schreibt mir einfach eine WhatsApp oder eine kurze E-Mail. So, also dann bis zum nächsten Mal mit neuen News. Tschüss! Ja, das sollte es gewesen sein für heute Freitag, den 7. Oktober. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal bessere Nachrichten habe. Es kann jetzt auch sein, dass ich 1 oder 2 Tage einen Ausfall habe. Am Sonntag kommt ja der Zahn raus und ich habe im Moment auch nicht so viele Filme im Voraus. Also seid mir bitte nicht böse, wenn mal ein Tag da ausfällt. Das werdet ihr bestimmt verkraften und wir sehen uns beim nächsten Film. Tschüss!